Hallo und herzlich willkommen zurück zu Python. So, dieses Mal haben wir was Großes vor, und zwar werden wir uns dieses Mal um Vererbung kümmern. Das ist natürlich ein sehr großes Thema, deswegen wird es vielleicht ein paar Videos umfassen, wir werden sehen. Falls ihr von Java und so weiter kommt, also Extends ist hier das Schlüsselwort, und ja, hier haben wir keine Schlüsselwörter, sondern einfach Klammern. Im Prinzip ist die Syntax relativ einfach, aber ich möchte hier noch vorher ein bisschen was ändern, und zwar hier würde ich gerne die Klasse Hund nennen, und ein Hund hat vielleicht Beine und einen Namen. Er hat jetzt nicht unbedingt 42 Beine, aber das ist einmal dahingestellt. So, das heißt, wir haben eine Klasse Hund, und dieser Hund ist ein Lebewesen, und deswegen schreiben wir uns hier jetzt eine neue Klasse, sagen wir einfach mal, ja, direkt hier unten drunter oder oben drüber, ist egal, schreiben wir uns eine andere Klasse, die nennen wir Lebewesen. Und dieses Lebewesen hat eine Anzahl von Augen. Genau, so. Also sagen wir hier einfach mal Augen gleich 3, weil 3 Augen so cool sind. So. Und das hier lösche ich jetzt alles raus. Das heißt, wir haben hier eine Klasse, die heißt Lebewesen, mit einem, ja hier, Dings, mit einem Attribut Augen, was auf 3 gesetzt ist. Dann haben wir hier einen Hund. So, und jetzt wissen wir, dass jeder Hund ein Lebewesen ist. Und deswegen können wir den Hund von der Klasse Lebewesen erben lassen. Das heißt, wir schreiben hierher, Klammer auf, dann den Namen der Klasse, von der wir erben, und dann die Klammer zu. So, das bedeutet jetzt, ein Hund ist ein Lebewesen. Okay? Gut. Im Prinzip war es das auch schon, was an Vererbung die Syntax angeht. Also die Syntax ist wirklich nicht so groß. Was jetzt allerdings interessant ist, ich kann hier eine Instanz von Hund erzeugen. Jetzt muss ich natürlich hier unten alles ändern. Ähm, das hier brauchen wir nicht. Ich erzeuge uns jetzt mal einen Hund. Ich lasse dieses Argument hier raus. Und dann tue ich was Komisches. Also den Rest kennen wir jetzt schon alles. Aber ich sage dieser Instanz, sagen wir einfach mal Fifi dazu. Ich habe keine Ahnung, ob man Fifi so schreibt, aber ist egal. So, und jetzt sagen wir hier nicht Fifi.list. Das interessiert uns alles nicht. Sondern es geht um die Augen. Und zwar wollen wir diese Augen ausgeben lassen. Ja, wie jetzt? Wir haben das Attribut ja hier oben deklariert. Das wird vererbt. Das bedeutet, jeder Hund, da er auch ein Lebewesen ist, hat auch dieses Attribut Augen hier. Das heißt, jeder Hund hat aktuell 3 Augen, und wir können hier drin auch sagen, okay, wir verändern die Anzahl an Augen. Dazu aber gleich mehr. Deswegen sage ich jetzt hier, okay, Python, und die Datei heißt immer noch First Try. So, und jetzt haben wir hier tatsächlich diese 3 ausgegeben bekommen. Das heißt, unser Hund hat diese 3 Augen von der Lebewesenklasse geerbt. Gut, so jetzt rufen wir hier auf dem Fifi ups, die DoSomething-Methode auf und sagen dem hier einfach mal, okay, du kriegst jetzt eine neue Anzahl an Augen. Diese neue Zahl hier ist jetzt die neue Anzahl an Augen. Schreiben wir das ein bisschen um. Sagen, okay, achso, self.augen gleich neue Zahl. So, und jetzt sagen wir hier do something, geben hier die neue Zahl an. Jetzt kriegt er auch 42 Augen, ist vielleicht kein Hund mehr. Ja, wer weiß. Und jetzt geben wir das wieder aus und haben gesehen, wir können hier sogar die Anzahl an Augen ändern. Sprich, dieses Augen ist tatsächlich in der kompletten Klasse vorhanden. So funktioniert das natürlich dann auch, wenn man sich hier mit den Argumenten von dem Konstruktor das Ganze vor Augen führt. Ha, vor Augen führt. Okay, der war schlecht. So, wenn wir jetzt hier einen Konstruktor reinbauen und sagen self einfach hier rein, und dann sagen wir hier self.Buchstabe, sagen wir hier einfach mal self.Klasse, also was für ein Lebewesen es ist, zum Beispiel ein Säugetier oder was weiß ich, ist gleich Säuger. Jetzt wird spannend, jetzt weiß ich nämlich nicht, wie es mit Äs aussieht. Ich würde sagen, wir schreiben hier AE hin, sonst wird das nichts. Wobei, wir können es ja probieren. Dann werden wir erfahren, was bei rauskommt. Und jetzt schauen wir mal, was mit diesem Konstruktor der Oberklasse passiert. Denn diese Klasse hier,
die haben wir ja nicht hier deklariert. Naja, gut, wir können es ja mal probieren. Wir geben hier einfach die Klasse aus. Ohne dass wir sie jetzt ändern oder sowas, weil das wissen wir jetzt, wie es funktioniert. Und da kriegen wir einen Fehler. Das liegt daran, dass wir diesen Konstruktor der Oberklasse noch gar nicht aufgerufen haben. Das heißt, wir müssen jetzt zunächst einmal sagen, in dieser Hund-Klasse, okay, du bist ein Hund und du wirst gerade als solcher initialisiert, also aus dir wird gerade ein Hund gemacht, also mach gefälligst auch aus diesem Hund ein Lebewesen. Das heißt, wir rufen hier von unserer Oberklasse, also im Konstruktor vom Hund, rufen wir von der Oberklasse Lebewesen Punkt und dann die Init-Methode auf. Jetzt, na okay, ich muss es kopieren. Ich dachte, es wird mir vielleicht vorgeschlagen. So, und jetzt geben wir hier Self rein und weitere Argumente haben wir nicht. So, und jetzt haben wir hier diesen Konstruktor aufgerufen. Jetzt probieren wir es nochmal. Und sieh an, wir kriegen, das R wird sogar richtig ausgegeben, wir kriegen einen Säuger zurück. Das heißt, immer schön dran denken, dass ihr hier den Konstruktor der Oberklasse auch aufrufen könnt oder solltet. Bei Java funktioniert es automatisch, bei Python nicht. Also ja. So, ich denke, das war erstmal genug für heute an Input. Versucht einfach damit rumzuspielen. Ihr könnt auch, genau, okay, das zeige ich euch jetzt noch, dann ist erstmal Feierabend. Ihr könnt hier auch andere Methoden definieren, im Prinzip gleich wie beim Konstruktor. Es muss nicht unbedingt ein Konstruktor sein, sondern ihr könnt auch einfach eine Methode Lebe definieren. Und wir sagen, upsala, ich habe das Self vergessen. Wir sagen hier einfach, okay, in dieser Methode Self.Augen gleich 3, 4, okay, 4. Ja gut, also diese Methode könnt ihr dann hier wieder aufrufen. Da setzt ihr dann die Augenzahl auf 4. Das heißt, ihr sagt einfach hier self.lebe. Irgendwo, also ihr könnt die Funktion dann hier in der Klasse vom Hund aufrufen. Ihr könnt diese Funktion Lebe in der Klasse natürlich vom Lebewesen aufrufen, wie ihr es bisher gemacht habt. Einfach über self. Oder ihr könnt diese Klasse in externem Code aufrufen. Also ihr sagt hier unten dann fifi.lebe. Und ihr seht jetzt gerade, ich rufe, den Aufruf mache ich nochmal raus. Ich habe hier dieses fifi.lebe aufgerufen, das bedeutet, wir setzen hier in fifi.doSomething erstmal die Augenzahl auf 42 und dann sagen wir, er soll leben und wenn wir sagen, er soll leben, meinen wir damit, er soll seine Augenzahl auf 4 setzen. Das bedeutet, er müsste am Ende, wenn wir hier die Augen wieder ausgeben, 4 Augen haben und genau das hat er. Wenn wir jetzt das hier wieder rausmachen, dann hat er 42 Augen wieder, witzigerweise. Und wenn wir jetzt hier sagen self.lebe, dann rufen wir das Ganze in der Klasse auf. Also das hier ist ja noch die Klasse vom Hund. Das heißt, wir sagen dem Hund hier, dass er leben soll und dadurch 4 Augen bekommt. Das heißt, wir setzen die Augenzahl wieder auf 4 und nicht auf diese neue Zahl da oben, weil wir das danach aufrufen und nicht als erstes. Und ich habe nicht gespeichert. Deswegen hat er immer noch 42. Jetzt hat er 4 Augen. So, okay, ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel und ihr konntet mir gut folgen. Und wenn nicht, schaut es euch einfach nochmal an oder schreibt mir einfach Kommentare oder von mir ist auch PMs, das habe ich auch schon mittlerweile ein paar gekriegt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.